Heyo und willkommen zurück zu Warframe. Und wir sind beim nächsten Update gelandet. Das Flüstern in den Wänden, was noch nicht übersetzt ist. Uncover Mysteries Left Behind by the Brilliant Albrecht Entrati. Okay. What exactly is the Eras Encroachy Indifference and what are the vessel at Albrecht created? Once you have conquered the new war, open your codex and select the Whispers in the Walls to begin Warframes next chapter. Das werden wir tun. Ja, also wir sollen die mysteriösen Hintergründe des brillanten Albrecht Entrati aufdecken. Ja, das tun wir. The New War Quest ist Voraussetzung, um Whispers in the Walls oder Flüstern in den Wänden zu spielen. Highlights, voll die, den Dekorwerks kennen, Details ansehen. Dieser brutalistische, betonartige Warframe verfügt über ein einzigartiges Design dank Albrecht Entrati. Corvex? Ich glaube Corvex. Wurde als Bollwerk gegen furchterregende Mächte geschaffen und fungiert als neuer Wächter der Tenno. Ja. Erkunde das nächste Kapitel. Das nächste Erzählkapitel von Warframe. Flüstern, nicht flüchten. Flüstern in den Wänden ist jetzt verfügbar. Tief im Inneren des Nekralisks wurde ein ruhendes Prinzip, die Kalymos-Sequenz, aktiviert. Du musst nach Deimos zurückkehren und Albrechts verstecktes unterirdisches Labor auf Hinweise untersuchen, die er hinterlassen hat. Das werden wir tun. Meistere die Tennokai-Technik. Erinnere dich an die alte Kunst des Tennokai. Mit neuen Tennokai-Mods für deine Nahkampfwaffen. Mache das Beste aus deinen schweren Angriffen, wenn Tennokai verfügbar ist. Richtig getimte Schläge lösen einen schweren Tennokai-Angriff aus, der keinen Kombozähler kostet und eine schnellere Ausholgeschwindigkeit bietet. Okay, klingt erstmal interessant. Ergreife die Macht des Folianten. Ja, okay. Einführung eines neuen Sekundärwaffentyps. Folianten. Ah, die Bücher, die sie mal vorgestellt haben. Also so ein bisschen Magie-Ding wie... jetzt komme ich nicht drauf. Ich hätte jetzt fast Herr der Ringe gesagt, aber das ist falsch. Na, ihr wisst schon, hier, der kleine Brillendude mit dem Blitz auf der Stirn. Ich komme jetzt einfach nicht auf den Namen. Okay, verdiene dir nach Abschluss der Quest Flüstern in den Wänden deine ganz eigene Foliantenwaffe. Das Grimoire. Okay. Rüste diesen neuen Waffentyp mit speziellen Foliantenmods aus, um Warframe-Fähigkeiten zu verbessern und strategische Kämpfe zu belohnen. Das werden wir auch tun. Verbessere dein Nahkampfkönnen. Schalte Nahkampf Arcana und Exilus mit dem neuen Nahkampf-Upgrade-Segment frei, das du nach Abschluss der Quest Flüstern in den Wänden erhältst. Verbessere deinen Nahkampf mit Arcana, die du über die neue Netrazellen-Mission auf Deimos oder über das neue Kaviar-Syndikat in Sanctum Anatomica bekommst. Okay, wir bekommen also auch ein neues Syndikat und neue Missionstypen. Okay. Fusioniere deine Archonscherben. Entdecke neue permanente Boni für deine Warframes mit violetten, orangenen und smaragdgrünen Archonscherben. Deine vorhandenen Archonscherben können verschmolzen werden. Das habe ich schon lange vermutet, dass das irgendwann kommen wird.
Deswegen habe ich auch die schlechten immer alle mitgenommen. Um neue Möglichkeiten zu schaffen, indem du das System der Koaleszenzfusion verwendest. Das nach Abschluss der Quest Flüstern in den Wänden verfügbar ist. Natürlich, alles erstmal Quest. Neue Gegenstände. So spielst du. Naja, gut. Neue Gegenstände. Natürlich der Warframe. Eine Savagos-Kollektion. Aha, hübsch, hübsch, hübsch. Mod-Paket. Ja, ist Quatsch. Kollektion Corvex. Okay, okay. Alle ansehen. Ach so, zum Markt. Ja, gerade nicht so. Okay, wir fahren fort. Und da haben wir doch direkt im Postfach eine dringende Nachricht von Lloyd. Tenno, bitte treffe mich in Nekralisk. So schnell du kannst. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Diskretion ist absolute Voraussetzung. Das ist mir bewusst. Danke, dass du mich darüber informierst. Spricht mit niemandem darüber, Lloyd. Der Gegenstand wurde dem Inventar hinzugefügt. Flüstern in den Wänden. Aha. Okay. Nun gut. So. Wir gehen mal an den Kodex und haben hier das Flüstern in den Wänden. Ja. Und es geht wohl wieder hart in den Void. Würde ich vermuten. Beginnen wir. Okay. Unser Weg wird uns wohl zu Lloyd führen. Mhm. Sieht sehr danach aus. Flüstern in den Wänden.
Und so geht es wohl los. Und wir sollen mit Lloyd sprechen, der da, glaube ich, schon rumfliegt. Hi. Na, Lloyd? My lonely vigil is over. Follow me, Tenno, and on no account wake the family. Despite their conflicts, they sleep in peace. But a solitary dream plagues me. Okay. Ich folge dir unauffällig. You must understand. Constructs cannot dream. And yet, I have. In my dream, one single name repeats. Kalimos. Warte mal, kann ich jetzt als Warframe hier durch? Surface, long locked away. This was no dream, Tenno. It was a precept. The Kalimos sequence. Okay, als Warframe konnte ich hier nie rein. Na dann, Lloyd. Was hast du auf dem Herzen? I must fulfill this dormant precept. The Kalimos sequence has begun. And it cannot be undone. Shit. Geh durch die Türen. Okay. Der Void-Zugang wurde geschlossen. Ich muss mir erstmal kurz was angucken. Und zwar diese hier. Denn die konnte man auch lesen. Das sind die Symbole. Die konnte man ja auch lesen. Da konnte man hier so rundrum laufen und konnte sich da tatsächlich anschauen. Geht das immer noch? Xata, Wahrheit. Sie haben jetzt quasi Symbole dazu bekommen, also Zeichen dazu bekommen. Zata. Truth. It began long before us. We who now live our perfect and dull, endless lives. It began long before these moon palaces and body markets hurling around our golden sun. It began long before our light coil thinkers, our radiation wars, our oil smoke. It began with us, the continuity and its twin, wanderlust. The need for unseen shores deep in our marrow. No judge, jester, queen, or king can escape this old blood. We are nomads, eternal. And when no ocean, mountain, or sky could contain us, our gaze hungered starward. Afar, they mocked us with their brittle light, winking and jeering like dangling iotons, forever out of reach, illuminating the truth. Immortal as we are, we die with the sun. That's where I come in. Ja. Das ist Xata, die Wahrheit. Und das haben wir von allen. Wie gesagt, das konnte man sich das tatsächlich auch schon anschauen. Ich weiß nicht, ob so oder ob es nur Text war. Das ist schon wieder ein Weilchen her.
Aber man konnte, als das hier noch offen war, hier rundherum laufen. Und konnte die Symbole anwählen und auch anschauen. Aber der Komplettheit der Geschichte, da es ja auch um Albrecht Entrati geht, gehen wir die durch. Yahoo. Die Form. Yahoo. Form. My departure was a day less than any other. When I stepped inside the bell, I saw no crowd through its glass. No skeptical onlookers, no regal send-off. They all had given up on me and my paradoxical formulations. The wasted years had all shown the void to be just that. Nothing. No energy, no entanglement, no form. To spacefaring ambitions, a dead end. On the day, my laboratory was mostly vacant of witnesses, most of all of expectation. Only my sluggish attendants, my sagacious Kavat, Kalimos, and of course my daughter. I had raised her alone, but with inconsistent vigor. In those eyes, her mother's, I did see a terrible reflection of a man that did not exist. A brave and principled man about to make history. In truth, he was a void himself, an outcast, a joke, and nothing. Driven by my humiliation, failure had made me bitter and reckless. I would dive into the depths myself to prove them all wrong. I gave the signal. My daughter grasped the lever. Kalemos then belted out a desperate, rasping growl. But it was too late. Ja, so war es. Okay, ja. Gar nicht lang schnacken. Direkt zum nächsten. Dieser guten. Wumm. Ordnung. Vorm. Order. The calipers yawed open the wall between worlds, stretching there a black trapezoidal gap. A door. A mouth. It yawned in the light of the room, splintering it to mesmerizing, unearthly hues. And I, inside the bell, dropping obliquely toward it from my gallows. Mass and time rippled as a sudden vortex jawed before me. My head was vapor, my feet lodestone. The bell around me flexed like a rat paralyzed in a winding, gulping snake. I faltered in the awe of it, stumbling against the ceraglass, and with that shifted the bell's path through the wall. It grazed the caliper membrane, the edge of the door. No worldly edge was as thin, as sharp as could split even light. As the bell faintly grazed it, the ceraglass was all at once rendered like strips of flesh by Dax's blade. My enclosure was beheaded in an instant, but still, I fell, sideways, into the void. Ja. Der hier jetzt geschlossen ist. Der gute Void. Ich hoffe, ich komme jetzt hier nicht zu nah ran. Das nächste ist Fass. Chaos. Fass. Chaos. Death was on me, I was certain. I was face down, eyes clenched, my heart pulsing the last of its seconds, and my lungs burning the last of its air. A sudden nostalgia gripped me. I grasped desperately for memory of a storm just past, the fumbling pitch of a child's song. Yet all these thoughts seemed to steal away from my mind like smoke through a vent. I would die empty. I then became aware of another sensation, physical, a web of pain, needles itching into my arm. At once I realized I was alive. Laying in the bell's shattered ceraglass, I groped the ground, warm stone.
the floor of my laboratory. So, I had never left. And so, I had failed. Again. I heard a crunch alongside me. Someone stepping through the shattered glass. With great shame, I gasped and rose my head to face my daughter above me. But as I opened my eyes, it wasn't her. It was me. So, wir umschiffen das hier mal. Und machen auf der anderen Seite weiter. So. Das nächste steht an. Lok. Der Void. Lok. Void. From brooding gulfs are we beheld by that which bears no name. Its heralds are the stars it fells, the sky and earth aflame. Corporeal laws are unwrit as suns and love retreat. To cosmic madness, laws submit, those stalwart minds entreat. In luminous space, blackened stars they gaze, accuse, deny. Roiling, moaning, this realm of ours in madness lost shall die. Carrion hordes trill their profane accord with eldritch plans. To cosmic forms from tangent planes, we end as we began. Jawohl. Wie immer. Es endet immer, wie es begann. So, dann haben wir das nächste. Netra. Verfall. Netra. Decay. Time, to us, is all but conquered. Our sacred kuva moves us on to new skin. We numb to our daily, yearly trifles, and remedy those memories that bring lasting misery. With all our misdeeds, our excess, our indignity, we are haunted by nothing. But not for me, for with each passing day, there grew within a tumorous idea. It was minute in those early days, the pale reaching digits severed on the floor, studied with reverence, with greed. And it swelled larger in the latter days. The regal domes, the rail dedications, the unholy Zariman parade. I had put the stars within reach, but at what cost? I never spoke of him, that man, trapped in the wall. And while there have been countless souls who have followed me through with their light skippers and field wave skins and very-eyed instruments, not a single one ever saw him. Me. And so it is that I will not take the kuva now, or ever again. This is the last skin I'm in. Because of this idea, that I cannot be sure that in all that smoked commotion, in all that panic and fear, in that bending light and blinding dark, was it I who escaped? Or the other? Gute Frage. Sehr gute Frage. Next. Da haben wir Kra. Zeit. Kra. Time. An old name, unspoken in the centuries since my mother reared me. A soft hiss, soothing as a viper's gaze. Little Bengal. The other me reached out, offering his hand, gliding toward me without moving, as though the distance between us was now collapsing. A confusion, most euphoric, filled my mind. With the shred of wit that remained, I decided that I should run for my life. At once, crazed and frantic, I fled. But I made no forward progress. Instead, the world compressed ever more around me, as though I were an anchor pulling the shore to reach. When I arrived at the door, or rather, the door arrived at me, I howled,
hurling myself inside, out. And then and there I was, lost and unlost, howling on the floor in harmony with my wretched Kalimos, lacerated in flesh and heart, scattered as the bell glass, spilling blood and stomach on the cold stone floor. But I sensed the other there at the wall's breach behind me, reaching still. I screamed, but my voice was gone. Forever. I looked, but my eyes would never see again. I swept my fist across the floor, snatching broken shards, and in gripping tightly, I filled my hands with ink. Close it, I wrote. Ja, ist schon sehr viel Verzweiflung drin. Und das letzte. Das wäre Ries. Das Licht. Riss. Light. The senselessness of it. The paradoxic, the vague, untimed form. I was alone, but not. For I stood there confronted by myself. A twin, but no brother. A reflection, but with dimension. Behind him, no horizon, but a vast broiling sea of caustic light pierced at random by black pin stars. And closer, around me, a gale of flowing vapor, profane in color, billowing relentlessly into the nascent black, seeking all directions. I was standing on a precipice of familiar stone, jagged and unanchored as though cleaved directly from the very floor of my laboratory. I wondered at the vapor's path, smoking outward more, leaving behind now the walls, the filigree gold, the rare cuts of marble from my home. I knew at once the vapor's source. I turned away, back toward the wall, the trapezoid I had yawed into it. Vapor erupted inward at the gap, but not just from there. For as I rolled my eyes back, I saw the same. A great steam of scintillation smoking out from my skull. Dumb in awe, I faced toward my chimerical twin. He spoke. Und wir werden, glaube ich, rausfinden, was er zu sagen hatte. Nun. Ja. An diesem Punkt werden wir aber diese Folge beenden. Und in der nächsten Folge starten wir dann voll rein in diese Quest. Mal gucken, wie lang sie geht. Ich hoffe, sie ist ein bisschen umfangreicher, aber müsste sie sogar sein. Oh. Da ist noch eine. Die ist aber vertreten. Oh. Das wird doch wohl nicht ein Eingang werden. Und das sowas wie Jahreszeiten. Oh. Ach, Leute. Na gut, auf jeden Fall ist diese Folge hier am Ende. Und in der nächsten Folge geht es dann weiter und wir schreiten durch dieses Tor, was wir da sehen. Nun, dann vielen Dank fürs Zuschauen und dabei sein. Und ja, in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Flüstern in den Wänden. Bis dann und ciao, ciao. PlayStation